Willkommen zu einem Tipp in Starfield. Und zwar geht es hier um die maximale Tragkraft als Spieler, was man da alles machen kann. Ich habe, wie man sieht, hier 760 Kilogramm Masse-Tragkapazität in meinem Charakter. Und wie man darauf kommt, wird jetzt hier gleich erklärt. Kleiner Hinweis noch vorab, hinterlasst gern mal ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Klickt unter dem Video auf den Abonnement-Button und ihr könnt auch gerne einen Daumen hoch anklicken, wenn ihr das Video gut findet. Jetzt kommt noch mal eine Info über das Hypen, was nur auf Smartphones funktioniert. Auf Smartphones kann man Videos jetzt auch hypen. Funktioniert allerdings nur auf Smartphones. Vielleicht auch auf Tablets, wenn diese eine SIM-Karte drin haben zum Telefonieren. Ich will das nur mal erwähnen, weil immerhin 30% meiner Zuschauer über Smartphone meine Videos schauen. Das Hypen verbirgt sich hier hinter diesen 3 Punkten. Man muss dazu dann, um dran zu kommen, unterhalb des Wortes Kommentare einfach mal von rechts nach links rüberwischen und dann erscheint diese Hype-Funktion. Auf Hypen tippen und damit das Video hypen. Das ist praktisch wie ein Like, nur ein bisschen besser. Diese Erweiterung der Tragekapazität hat natürlich auch den Effekt, dass man länger rennen kann. Dass man also viel später außer Atem kommt und keinen Sauerstoff mehr hat. Und insofern macht das natürlich auch große Vorteile. Abgesehen davon, dass man natürlich jetzt ohne Ende Waffen und Anzüge, die man so schnappt, schleppen kann. Ich habe also, wie man sieht, hier 760 Kilogramm Tragekapazität. Das meiste an Tragkraft bringen unter den Einstellungen die Gameplay-Optionen. Das ist auch speziell für neue Spieler, von denen es jetzt wieder mehr gibt, interessant, die noch wenig Skills haben. Das Munitionsgewicht sollte man als erstes hier mal auslassen. Als nächstes kann man jetzt hier die Tragekapazität einstellen. Da geht erhöht oder sogar noch mehr. Das könnt ihr euch selbst aussuchen. Das kostet allerdings auch eine Erfahrungspunkteerhöhung. Das funktioniert dann so, dass 6% weniger Erfahrungspunkte vergeben werden für irgendwelche Aktionen, von denen man Erfahrungspunkte bekommt. Beispiel, ihr scannt jetzt auf einem Planeten da ein besonderes Merkmal und bekommt 100 Erfahrungspunkte normalerweise. Minus 6% wären dann 6 Erfahrungspunkte weniger, also nur noch 94 Erfahrungspunkte. Man bekommt also einen Bonus von mehr Tragekapazität mit dem Nachteil, dem Malus, langsame Erfahrungspunkte für die Skills zu sammeln. Diesen Nachteil kann man allerdings wieder ausgleichen, indem man sich bei anderen Optionen hier einen Nachteil gibt, der dann wiederum einen Bonus auf die Erfahrungspunkte gibt und das damit dann ausgleicht. Hier bieten sich zum Ausgleich gerade diese beiden Heilungsoptionen an, weil man für die Heilung sowieso statt zu essen die Traumapacks und Medipacks gut benutzen kann und die findet man auch genügend. Und diese Heilung durch das Schlafen, das ist auch kein Problem, das nur in Siedlungen und im Schiff dann zu machen. Die Händler-Credits hier, die solltet ihr auf normal stehen lassen und nicht umstellen. Ganz besonders, wenn ihr das Spiel erst angefangen habt, dann nehmt lieber in Kauf, dass ihr da -2 Gesamt-EP auf der rechten Seite habt. Das wären dann bei einer Aktion mit 100 Erfahrungspunkten dann eben nur 98 Erfahrungspunkte, die ihr bekommt. Das ist nicht so dramatisch. Die Händler haben nämlich üblicherweise sowieso immer zu wenig Geld. Ich kann das nur so machen, weil ich auch noch einen Mod, eine Creation installiert habe, speziell für die Händler und zusätzlich hier noch so einen Trick angewendet habe. Damit komme ich allerdings auch nochmal in einem weiteren Info- oder Tipp-Video, wie man die Händler dazu kriegt, dass die 900.000 Credits zur Verfügung haben, alle Händler, und da kann man natürlich denen ordentlich was verkaufen. Zu dem Händler-Thema mache ich aber ein separates Video und den Link dazu setze ich hier in die Videobeschreibung unten rein. Ihr habt natürlich nicht sofort nach der Änderung in den Einstellungen bei Gameplay dieses 760 Kilogramm Tragekapazität. Dazu muss man auch noch den Gewichtheben-Skill komplett bis auf Rang 4 ausgeskillt haben, was ich ja zum Beispiel hier auch habe. Und das wäre dann die nächste Sache zum Erreichen einer hohen Tragekapazität. Geringfügig um weitere 5 Kilogramm erhöht wird die Tragekapazität durch diese, ich sag mal, Skill-Broschüren, die man dann auf Tischen in Siedlungen findet, die man überfällt und einsammeln kann. Die hat man dann in seinem Inventar unter Notizen. Ich habe da bisher 2 Stück gefunden. Das ist einmal dieses Captain's Log
Das zweite ist dieses Spitzenleistung 02. Von diesem Spitzenleistung habe ich bereits 2 Stück gefunden, aber die stapeln nicht. Das heißt, die zählen nicht doppelt. Obwohl ich da 2 Stück im Inventar liegen habe, zählt da nur 1 davon. In den Siedlungen kann man auch Kleidung finden, wie die zum Beispiel, die hier einen Bonus gibt und auch 5 Kilo mehr Tragekapazität. Zu guter Letzt kann man noch Anzug und Rucksack aufrüsten, um die Kapazität zu erhöhen. Die Ausstattung für die Rüstung nennt sich Taschen, die für den Rucksack nennt sich Extrakapazität. Aufgerüstet werden Anzug und Rucksack an der Anzugwerkbank. Das bedarf allerdings eine Voraussetzung. Man muss zunächst mal den Skill Anzugdesign erlernt haben und anschließend am Forschungslabor auch noch dann die Forschung für das Modden von Anzug und Rucksäcken durchführen. Und das war dann soweit alles zu diesem ganzen Thema Rucksack, Tragkraft, Tragfähigkeit ausrüsten. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Wer noch Fragen hat, gerne einen Kommentar geschrieben, ein Like, ein Abo ist auch nie verkehrt. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video.